Schuldschein. 25.000 Euro? Mit so einem Zinswucher hast du verloren. Emilio denkt nicht, bevor er handelt. Und dann braucht er sich auch nicht wundern, wenn alles schief geht. Warum um alles in der Welt sollte ich glauben, dass wir beide jemals Freunde sein können? Weil wir ähnliche Dinge durchgemacht haben. Weil ich genau weiß, wie du tickst. Weil das so ist, weiß ich genau, dass du nur die Milliarden willst, die ich erben könnte. Ich will dich. Wenn du mir irgendwann wehtust, dann bringe ich dich um, das ist dir auch klar. Glaube ich dir sofort. So, was soll denn das? Sie haben mich hier fast über den Haufen gefahren. Ich gebe Ihnen meine Telefonnummer. Bella, ich liebe dich. Und weil das so ist, Bella Jakob, willst du mich heiraten? Nein! Hast du gerade Nein gesagt? Andi, es tut mir leid. Ich war überrumpelt. Ich meine, wir haben doch noch nie darüber gesprochen. Ja, aber hätte ich das vorher schriftlich anmelden sollen? Nein, natürlich nicht. Sondern? Ich weiß auch nicht. Ich war einfach so überrascht, dass... Das war auch Sinn und Zweck der Sache. Andi, wo willst du denn hin? Ich muss hier raus. Bitte, ich hab das doch nicht so gemeint. Das heißt, du hast also Nein gesagt, aber eigentlich Ja gemeint? Stör ich? Nein, ich habe gleich einen Termin bei LCL. Ach so, okay. Ja, dauert aber nicht lang. Kein Problem, ich brauche kein Kindermädchen. Das weiß ich. Es ist nur... Mir fällt hier langsam die Decke auf den Kopf. Komm doch einfach mit. Zu LCL? Was soll ich da machen? Mit Tanja ein Cappuccino schlürfen? Ich dachte mir nur, vielleicht interessiert dich ja, was da so läuft. Immerhin warst du Geschäftsführerin von dem Laden. Ja, genau. Und deshalb hassen mich auch immer noch alle. Als ob dich das je gestört hätte. Ja, stimmt auch wieder. Ich habe von dieser neuen Linie gehört. LCL Green. Das klingt vielversprechend. Ich kann gerne dafür sorgen, dass du eine Privatvorführung kriegst. Okay, ich bin dabei. Schön. Und heute Abend bin ich nur für dich da. Das klingt auch vielversprechend. So. Was? Bella hat Nein gesagt? Wie geht's, Andi? Wie wohl? Ist abgehauen. Seitdem habe ich nichts mehr von ihm gehört. Ja, vielleicht hätte er das Ganze doch größer aufziehen sollen. Wozu? Na, weil Frauen immer auf sowas stehen, auf große Geschenke, das Tamtam, den Luxus. Was meinst du, was Kim morgen zu ihrem Geburtstag geschenkt bekommt? Hm? Sag jetzt bloß nicht von der Kohle von Schleicher. Ja, und wenn schon. Alter, bist du bescheuert? Das Geld war für Kalles Imbiss. Und nur weil der Typ jetzt im Urlaub ist, kannst du die Kohle nicht einfach aus dem Fenster schmeißen. Bis er wieder zurück ist, habe ich die Kohle locker wieder durchs Bahnhof eingenommen. Hast du mal ausgerechnet, wie viel Burritos du dafür verkaufen musst? Schleicher will 20%. Alter, der prügelt dich ins Koma, wenn du nicht rechtzeitig bezahlst. Mann, ich kann dir verstehen, warum du angeben willst. Aber du brauchst doch nichts mehr reißen, du bist doch schon verheiratet. Wenn das mal so einfach wäre. Lassen Sie mein Angebot noch mal ganz in Ruhe durch den Kopf gehen. Ja, ich verstehe Ihre Bedenken. Ja, bis dann. Sorry, das war wichtig. Wo waren wir? Ja, ich bringe den Antrag morgen zum Bauamt. Morgen? Auf keinen Fall. Was, wieso das denn nicht? Weil morgen Ihr Geburtstag ist und Sie sich schön feiern lassen. Das wissen Sie?
interessiere mich eben für meine Mitarbeiter. Zumindest für einige. Sehr aufmerksam, aber ich möchte keine Sonderbehandlung von Ihnen. Sie meinen wegen neulich. Keine Sorge, das ist längst vergessen. Und es ist auch keine Sonderbehandlung, sondern Überstundenabbau. Ganz ehrlich, das ist genau Ihr Typ. Staatssekretär, auf jedem versnobten Event eingeladen. Und jeder Anzug von ihm ist teurer als mein ganzer Kleiderschrank. Das ist ja nicht schwer. Entschuldige mal, die Jacke habe ich von meinem Onkel geschenkt bekommen. Und ich habe sie getragen, als 2011 Venezuela ins Halbfinale vom Copa America gekommen ist. Das ist quasi mein Glücksbringer. Mann, die Sache ist doch klar. Du brauchst was Originelles und nicht was Teures. So, dann sind wir fertig für heute. Ich wünsche Ihnen morgen einen wunderbaren Geburtstag. Ich schätze, die Landsteins haben eine große Feier geplant. Ja, mein Vater schmeißt hier im Schneiders morgen für mich einen großen Empfang. Aber ich glaube, ich mache eher einen Brunch draus. Ist irgendwie chilliger. Klingt nach einem guten Plan. Trinken Sie einen für mich mit. Wollen Sie vielleicht vorbeikommen? Sie müssen sich nicht verpflichtet fühlen, nur weil ich Ihr Chef bin. Ach Quatsch, das tue ich nicht. Ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn Sie mitfeiern würden. Es kommen viele Leute und ja, schließlich ist es mein 21. Mann, was soll ich denn machen? Das kam irgendwie total überraschend. Als Andi heute Mittag was von einer Überraschung gesprochen hat, aber ich dachte, er will dir Blumen klauen oder so. Liebst du ihn denn nicht mehr? Natürlich liebe ich ihn, sonst wäre ich ja wohl nicht mit ihm zusammen. Aber scheinbar nicht genug, um ihn zu heiraten. Keine Ahnung. Weißt du, was mir im Kopf rumging, als Andi mich gefragt hat? Dieser Typ, der mich beinahe am Briefkasten umgefahren hat. Ey! So, was soll denn das? Also ich war ja nicht dabei, aber ihr habt doch höchstens 3 Sätze geredet. Ich weiß, und wahrscheinlich sehen wir uns auch nie wieder, aber allein die Tatsache, dass er in so einem Moment in meinem Kopf ist, heißt doch, dass zwischen Andi und mir was nicht stimmt. Naja, also nur wenn man zusammen ist, heißt das ja nicht, dass man nicht auch andere Typen gut finden kann. Kurzfristig. Gut, ja, vielleicht so wie bei dir und deinem Arzt, ja. Ehrlich gesagt hätte ich nichts dagegen, wenn das mehr wäre als nur kurzfristig, aber der ist ja hetero. Und da ist noch mal ein Unterschied zwischen uns. Du bist Single. Aber ich liebe Andi und ich werde mich von so einem Typen nicht aus der Bahn werfen lassen. Gesagt geht's ja gar nicht um den Typ, oder? Wir haben so viel Mist erlebt in letzter Zeit, weißt du. Erst diese Schulden, dann die Sache mit Alexa Berg. Mit der Andi nichts hatte. Ja und? Komm, ich hab mich trotzdem verarscht gefühlt. Der versteckt diese Kuh tagelang auf dem Dachboden und lügt mich an. Ich meine, ja, wir haben uns wieder versöhnt, aber es fühlt sich einfach nicht so gut an. Weil du ihm nicht mehr traust. Vielleicht. Vielleicht brauche ich auch einfach noch ein bisschen Zeit. Ich meine, ich kann doch jetzt hier nicht einfach so einen Schalter umlegen und alles ist wieder wie früher. Hast du das Andi mal genauso gesagt? Nicht direkt. Ja, dann solltest du das schleunigst tun, wenn du noch mit ihm zusammen sein willst. Natürlich will ich das. Bella, du weißt schon, was so ein abgelehnter Antrag eigentlich heißt. Glaubst du, Andi trennt sich jetzt von mir? Verdammt! Ja, sehr gut. Vielen Dank. Also, ich muss los. Rebecca zeigt dir gleich die gesamte Kollektion, okay? Ich bin in etwa 2 Stunden wieder da. Dann nehme ich dich mit nach Königsbrunn. Okay, danke. Ist ja ekelhaft. Ansgar schreckt ja vor gar nichts mehr zurück. Ich nehme an, Sie sprechen von Ihrer Ehe mit Ansgar? Nein, ich spreche davon, dass er ihnen vorspielt, dass er Gefühle für sie hat.
Oder tut er Ihnen vielleicht irgendwas ins Essen, was Ihnen den Verstand vernebelt? Wie kommen Sie darauf? Ich kann mir sonst nicht erklären, warum Sie mit ihm in die Kiste springen. Mit dem Mann, der Ihren Vater auf dem Gewissen hat. Geben Sie das bitte, Rebecca. Das ist die Auswertung der Modemesse. Du wirst doch nicht etwa noch zur Streberin, hm? Mir gefallen meine beiden Jobs. Gut, auch wenn Trendscout und Praktikantin im Wirtschaftsministerium nicht wirklich viel miteinander zu tun haben. Hauptsache ist doch, du sammelst erstmal die richtigen Kontakte. Ja, ich arbeite dran. Ich habe nämlich keinen Bock, mich irgendwann von einer durchgeknallten Millionenerbin aushalten lassen zu müssen. Fräulein. Süße, Sie können es nicht wissen, aber als Sie auf der Flucht waren, hat Ansgar nichts anderes im Sinn gehabt, als Sie umzubringen. Ich kann Ihnen versichern, dass er das jetzt nicht mehr vorhat. Ja, ich schätze mal, er hat die Taktik geändert. Ich vermute mal, er will sich an Ihnen rächen, indem er Ihnen Ihr kleines Herzchen bricht. Oder er will Sie um Ihr Erbe erleichtern, vielleicht auch beides. Nur weil sie ein paar Gefühle für dich hat, dass sie dir die Hälfte ihres Erbes abgibt. Zumindest war das mal so verabredet und ich werde sie zu gegebener Zeit daran erinnern. Ja, aber was ist, wenn sie dich vorher heiraten will, bevor sie dir das Geld überschreibt? Bekomme ich dann eine Stiefmama? Wolltest du dich schon immer mal Blümchen streuen? So weit wird's nicht kommen. Sie können sich das vielleicht nicht vorstellen, aber es gibt Menschen, für die Geld nicht alles ist. Oh, doch, das kann ich mir vorstellen. Was meine Fantasie allerdings absolut übersteigt, ist, dass er in Ihnen mehr sieht als ein lebendes Sparschwein. Oder glauben Sie irgendwie, er ist an Ihren inneren Werten interessiert? Oh, ich weiß, für jemanden, der kaum welche zu bieten hat, ist das sicher schwer zu begreifen. Zeig doch mal. Oh, eine echte Flaubert Epiro aus dem Jahr 74. Konnte selber kaum glauben. Nee. Für nur 30 Euro. Mega. Ja. Hey, stopp, halt. Wartet mal kurz. Hi, was willst du für die Tasche haben? Was? Ich will sie dir abkaufen. Meine Frau hat morgen Geburtstag und sie steht total auf Vintage. Vergiss es. Nein, wirklich, es ist für einen guten Zweck. Ich liebe meine Frau und die Tasche wäre genau ihr Ding. Ist das ein Original, das du da trägst? Du, die ist von meinem Onkel, keine Ahnung. Die Jacke plus 40 Euro. Ha, das ist meine Lieblingsjacke. Ja, dann eben nicht. Okay, stopp. Die Jacke plus 20 Euro. 30. 30, okay. Ist für einen guten Zweck. Ich liebe meinen Freund und ja, der steht eben auf Trainingsjacken. Danke. Ciao. Andi, bitte, wir müssen reden. Ich glaube, wir haben alles geklärt. Ich glaube, ich weiß, wie du dich jetzt fühlst. Ach ja? Das denke ich nicht. Es kam einfach so überraschend. Ich wusste nicht, was ich sagen soll. Es lief doch auch nicht so gut zwischen uns in letzter Zeit. Darum ging's ja. Wie meinst du das jetzt? Ich habe halt geglaubt, dass es zwischen uns wieder besser laufen würde, wenn wir... Du hast geglaubt, unsere Probleme lösen sich, wenn wir heiraten? Na, ich weiß, war eine scheiß Idee. Nein, eigentlich war es süß. Andi, ich will doch mit dir zusammen sein und ich will vor allen Dingen, dass es funktioniert. Das möchte ich auch. Siehst du, dann wollen wir doch dasselbe. Und wenn ich dich jetzt noch mal fragen würde, was würdest du dann sagen? Alles in Ordnung? Ich glaube nicht, dass wir dasselbe wollen. Andi, bitte, ich brauche einfach nur ein bisschen mehr Zeit. Das habe ich dir doch Zeit? Wofür denn? Um darauf zu warten, dass irgendwann ein besserer Typ kommt? Also, das ist doch jetzt Quatsch. Andi, ich will dich. Entweder du willst mich ganz oder gar nicht. Sascha, du, ich habe ein Wahnsinnsgeschenk für Kim gefunden. Nicht teuer, aber originell. Also melde dich, wenn du das hörst. Ja, danke nochmal für den Tipp. Schick. Ja, solltet ihr euch vielleicht auch zulegen. Könnt euch stehen, Die steht Ihnen wirklich sehr gut. Herr Staatssekretär Mertens. Was ein Zufall. Kleine Shoppingtour auf der Köhe. Knapp daneben ist ihm auch vorbei. Das ist ein Geburtstagsgeschenk für Kim. Diese Tasche da. Moment mal, diese Tasche ist von 1974, ja? Ja, das sieht man auch.
Das ist Vintage und Kim steht auf Vintage. Vintage. Das ist ein schönes Wort für alten Plunder, merke ich mir. Hören Sie, die Tasche ist wahnsinnig gut erhalten. Sie haben recht. Es ist ein wirklich schönes Stück. Und es ehrt Kim, dass sie als Lahnstein-Tochter so bescheiden ist. Ich fürchte, ich muss da schon ein wenig tiefer in die Tasche greifen. Immerhin bin ich ja ihr Chef. Moment, stopp. Sie wollen ja auch was schenken? Aber natürlich. Schließlich bin ich zu ihrer kleinen Geburtstagsfeier in Schneiders eingeladen. Ach ja. Und was wollen Sie ihr so schenken? Das weiß ich noch nicht. Aber ich denke, so wie ich sie kenne, wird sie gegen ein wenig Luxus nichts einzuwenden haben. Sie wird sich sicher über die Tasche freuen. Es ist ein originelles Geschenk. Schönen Tag noch. Was ist los mit dir? Du bist so still. Ach, ich habe nur gerade an Kim gedacht. Sie ist immer noch sauer auf dich, weil du mich eingeladen hast, hier zu wohnen. Sie redet nicht mit mir. Ach, die kriegt sie schon wieder ein. Ja, ja, natürlich. Die Frage ist nur, wann. Der Gedanke, morgen an ihrem Geburtstag nicht bei ihr zu sein, der ist nicht schön. Du weißt ja noch, wie es bei dir bei deinem letzten Geburtstag war. Du hast den ganzen Tag auf den Anruf deines Vaters gewartet. Obwohl ich eigentlich wusste, dass er tot ist. Ja, ich kann das natürlich verstehen. Ich meine, Verhältnis eines Vaters zu seiner Tochter, das ist immer ein ganz Besonderes. Da kommt niemand dazwischen, nicht mal eine andere Frau. Ist das so? Also bei mir auf jeden Fall. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es bei deinem Vater genauso war. Egal für welche Frauen er sich sonst interessiert hat. Die wichtigste Frau in seinem Leben, das war immer seine Tochter. Ganz so sicher bin ich mir da nicht. Ich schon. Kim kann wirklich froh sein, einen Vater wie dich zu haben. Weißt du was? Ruf sie an. Entschuldige dich bei ihr. Ich habe nichts Falsches gemacht. Entschuldige dich trotzdem. Frauen mögen das. Und dann sagst du ihr, wenn es sein muss, setze mich vor die Tür. Das habe ich gar nicht vor. Aber ich? Wenn das der einzige Weg ist, dass Kim sich wieder mit dir versöhnt, dann gehe ich. Ich meine, ich wohne echt gern hier bei dir. Aber das ist nicht wert, dass du Streit mit deiner Tochter hast. Das würdest du tun? Ja, klar. Hey, ich bin ein großes Mädchen. Aber Kim braucht dich. Ich lass dich mal allein. Gute Nacht. Die Ohrringe würden mir bestimmt gut stehen. Stell dich hinten an. Seit wann interessierst denn du dich für Klunker? Kim hat Geburtstag und ja. Soll ich dir ein paar Nudeln aus dem Lager holen? Kannst du eine Kette basteln? Für mehr reicht deine Kohle doch eh nicht. Hast du nicht was von nicht teuer und originell erzählt? Also, das hier hat nichts davon. Okay, gut. Ich hatte am Anfang eine Vintage-Tasche, aber die fand ich irgendwie zu mickrig und dann. Und wie viel hat das gekostet? 400? Also 5. Mensch, Kim ist jeden Cent wert. Hey, alles klar bei dir? Sorry, aber kein Bock auf Smalltalk. Gott, der sieht echt beschissen aus, der Arme. Was dachtest du denn?
Andi mit seinem Heiratsantrag und du mit dieser Kette, warum müsst ihr immer übertreiben? Weißt du, Kim ist nicht irgendeine Frau, Kim ist eine Luxuslady und halb adlig. Und sie will verwöhnt werden. Dann massier ihr die Füße. Kim steht auf Luxus, also bekommt sie Luxus. Und außerdem wird ihr Mertens auch was schenken. Und ich will nicht, dass er nur den Hauch einer Chance gegen mich hat, okay? Du hast schon wieder Nein gesagt? Ich hab nicht Nein gesagt. Ich hab einfach gar nichts gesagt. Kommt ja irgendwie aufs Gleiche raus. Mann, weißt du, das Schlimmste ist einfach, als Andi mich noch mal gefragt hat, da hatte ich einfach wieder nur diesen Typen im Kopf. Nee. Doch. Bella, vergiss diesen Typ, das ist wahrscheinlich ein Riesenarschloch. Bestimmt hast du recht. Und ich versuche ja auch nicht an ihn zu denken, aber es klappt einfach nicht. Du, das wird ja langsam zur fixen Idee bei dir. Ich weiß, aber was soll ich denn dagegen tun? Ruf ihn an. Wen? Den Typ, der hat dir doch seine Nummer aufgeschrieben. Ja, auf meinen Arm, aber das habe ich doch schon längst wieder abgewaschen. Du kannst dich auch 100% dran erinnern. Ich würde sie irgendwie zusammenkriegen. Ja, perfekt. Dann rufst du ihn an und triffst dich mit ihm. Olli, ich kann mich doch nicht einfach mit einem Typen treffen. Ja, warum denn nicht? Dann kriegst du ihn wenigstens aus deinem Kopf und dann kannst du dich wieder ganz auf Andi konzentrieren. Ja, super. Und wenn ich ihn treffe und ihn danach gar nicht mehr aus dem Kopf bekomme? Dann tut mir das sehr leid für Andi, aber dann weißt du wenigstens, wo du dran bist. Zehn, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Woo! Feliz cumpleaños, cariño. Oh mein Gott! Oh Gott, du bist so süß. Ja, warte erst mal, bis du ein richtiges Geschenk bekommst. Ich habe übrigens auch eine Überraschung. Ich habe mit Elisabeth telefoniert. Okay. Jetzt mit 21 bin ich ein vollwertiges Lahnstein-Familienmitglied und bekomme ab morgen meine Apanage. Ja, Mensch, wow, das habe ich fast vergessen. Ich nicht, aber ist trotzdem geil. Hey, monatlich 10.000 €. Wow, das ist echt eine Menge Geld. Ja, aber so viel Geld kann ich natürlich nicht auf einmal ausgeben. Und deswegen habe ich mir gedacht, dass du auch was abbekommst. Doch, dann kannst du endlich deine Schulden abbezahlen. Eben, das sind meine Schulden. Aber jetzt komm. Mensch, wir sind verheiratet und du kannst das Geld gut gebrauchen. Ja, aber ich habe meine Finanzen selber ganz gut im Griff. Na gut, wie du meinst. Kann ich jetzt endlich mein Geschenk auspacken? Morgen. Das wird der Höhepunkt auf deiner Party. Hm? Na gut, dann bin ich ja mal gespannt. Sie hat mich ein wenig zappeln lassen, aber am Ende hat sie mir großzügig verziehen. Siehst du? Hab ich doch gesagt. Für eine Tochter ist es gar nicht so einfach, ihrem Vater auf Dauer böse zu sein. Wahrscheinlich hast du recht. Sie hat übrigens angeboten, dass du gerne mitkommen kannst. Wirklich? Von sich aus? Nicht ganz. Ich habe ihr zu verstehen gegeben, wie wichtig es mir wäre. Das ist süß, aber ich glaube, du gehst da besser alleine hin. Warum? Ja, ist doch ein wichtiger Tag für euch beide. Da will ich nicht stören. Nein, du würdest nicht stören. Danke, aber ich glaube, wir beide wissen, dass außer dir niemand gesteigerten Wert auf meine Anwesenheit legen würde. Oh, du meinst der Rest der Sippe. Ein Grund mehr, dass du mich begleitest. Ich werde hier auf dich warten. Gut, dann beeile ich mich. Brauchst du nicht. Wie gesagt, ich laufe nicht weg. Gut zu wissen. Okay, dann bis später. Viel Spaß. Danke. Ach, danke nochmal. Wofür? Dafür, dass du mir geraten hast, mich mit Kim auszusöhnen und dass du so viel Verständnis hast. Das bedeutet mir viel. Hey, guter Schachzug von dir, der kleinen Berg vorzuspielen, dass ihr Vater noch lebt. Ist nur leider nach hinten losgegangen. Lex und Ansgar sind jetzt noch unzertrennlicher. Eifersüchtig? Mir geht's darum, Ansgar in Schach zu halten. Wie meinst du das? Was glaubst du, was er von Alexa will? Eine besonders perfide Form von Rache, ihr gesamtes Vermögen.
Wenn er es wirklich schaffen sollte, dass Alexa ihren Vater für tot erklären lässt, dann reden wir ja von Milliarden. Naja, für so viel Kohle kann man der Kleinen ja ruhig mal vorspielen, dass man Gefühle für sie hat. Weißt du, ich habe im Grunde genommen nichts dagegen, dass Alexa jemand um ihr Vermögen erleichtert. Aber ich finde, es muss nicht ausgerechnet Ansgar sein, oder? Hast du Angst, dass er sich das Bergimperium schnappt und uns Konkurrenz macht? Mit so viel Geld kann uns genauso gefährlich werden, wie Berg es war. Und jetzt? Elisabeth hat ihren Unmut geäußert, als ich versucht habe, etwas gegen Alexas und Ansgars Liebesglück zu unternehmen. Naja, wir könnten es ja so anstellen, dass es nicht auf uns zurückfällt. Wir? Seit wann machen wir denn gemeinsame Sache? Ach komm schon, Tristan, der Zweck heiligt die Mittel. Außerdem kennst du Alexa am besten. Tja, ich bin leider raus. Aber das Schicksal der Familie Lernstein in deinen Händen. Wer hätte gedacht, dass es mal so weit kommt? Wissen Sie was? Ich gebe Ihnen meine Telefonnummer. Falls irgendwelche Beschwerden auftreten, rufen Sie an. Dies ist die Mailbox von Ralph Bridal. Ja, hallo? Hallo? Wer ist denn da? Können Sie mich hören? Was mache ich hier eigentlich? Oh, guten Morgen, Andi. Oh, morgen, Charlie. Wie geht's dir? Das willst du nicht wissen. Naja, ich kann es mir auch ungefähr vorstellen. Andi, ich habe heute Nacht noch viel mit Bella gesprochen. Weißt du, sie hat das alles ein bisschen überfordert. Hey, das ist in Ordnung. Ich hab's ja kapiert. Wenn sie nicht will, Dann was? Willst du eure Beziehung beenden? von wollen kann doch nicht die Rede sein. Aber was soll ich machen? Sie kann sich offenbar keine Zukunft mit mir vorstellen. Ach, Andi, das... Komm, jetzt stell mal den Kasten. Klar tut es weh, wenn man auf einen Heiratsantrag einen Korb bekommt. Aber jetzt versuch doch mal nicht nur daran zu denken, wie verletzt du bist, sondern dich in Bella reinzuversetzen. Du hast sie mit deinem spontanen Heiratsantrag doch völlig überrumpelt. Und nur weil sie dir nicht sofort um den Hals gefallen ist, willst du jetzt eure Beziehung beenden? Ihr habt es so schwer schon miteinander gehabt. Ich meine, allein die Geschichte mit dem Schuldenberg, das belastet doch eine Beziehung. Aber wenn es jemand schaffen kann, dann ihr zwei. Weil ihr euch liebt. Was Bella angeht, bin ich mir da nicht mehr so sicher. Aber ich bin mir sicher. Bella liebt dich. Und du liebst sie. Also willst du wirklich eure Beziehung opfern, nur weil Bella jetzt noch nicht bereit ist zu heiraten? Weil sie noch ein bisschen Zeit braucht für den nächsten Schritt? Ich war auf dem Weg zu dir. Ich wollte auch. Komm doch rein. Ich wollte... Du zuerst. Ich wollte dich wirklich nicht verletzen. Ich wollte dich nicht unter Druck setzen. Ich wollte dir nur sagen, ich wollte dir nur zeigen, wie sehr ich dich liebe und dass du dich auf mich verlassen kannst. Ich weiß, ich liebe dich doch auch. Ich brauche nur einfach mehr Zeit. Das ist doch klar. Und mir ist klar geworden, eine Heirat ist nicht dazu da, um Probleme zu lösen. Nein, das sollten wir vorher tun.
Also wenn du noch willst. Ja, ich will. Ich will doch auch. Super. Keine Angst, ich werde dich nie wieder fragen. Am besten werde ich dir einfach ein Zeichen geben, wenn du mich wieder fragen kannst. Oh, ich hoffe, dass ich das Zeichen dann richtig deute. Dafür werde ich sorgen. Verlass dich drauf. Is love, sweet love. No, not just for some, but for everyone. Lord, we don't need another mountain. There are mountains and hillsides enough to climb. There are oceans and rivers enough to cross, enough to last till the end of time. What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little of. What the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but for everyone. Lord, we don't need another meadow. There are cornfields and wheat fields. Was das alles wieder kostet hier. Also früher, da haben wir die Geburtstage bei uns zu Hause gefeiert. Da gab's Pommes und Bockwurst. Und alle hatten Spaß. Aber heute muss es hier unbedingt ein Brunch im Schneider sein. Kim ist eben auch eine von Lahnstein. Hoffentlich vergisst sie nicht, wo sie herkommt. Nein, das tut sie ganz bestimmt nicht. Du hast sie doch großgezogen und nicht Ansgar. Danke, dass du mir die Berg erspart hast. Ja, ich bin auch ganz froh, dass ich mal einen Tag lang meine Ruhe vor ihr habe. Hey, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Alles Gute. Vielen Dank. Gratuliere dir, Kim. Vielen, vielen, vielen Dank. Schön, dass ihr da seid. Gerne. Wo hast du denn dein neues Accessoire gelassen? Eifersüchtig? Im Gegenteil. Mir war sie etwas zu anhänglich. Aber ich freue mich wirklich, dass Alexa endlich jemanden gefunden hat, der es voll und ganz ernst mit ihr meint. Ja, ihr entschuldigt mich? Ja, also Buffet ist da vorne. Ich hol euch mal was zu trinken. Ach. Dankeschön. Sehr gerne. Trinkst du nichts? Doch, ich hätte gerne auch irgendwas. So, ja. Sehr gerne. Schatz, hast du einen kleinen Augenblick? Klar. Ich habe ewig überlegt, was ich dir schenken sollte. Ich habe mich für etwas entschieden, was für die Ewigkeit hält. Die große Liebe zu finden ist wie die Suche nach Perlen. Im Ozean gibt es Millionen Muscheln, doch die eine zu finden, die den Schatz in sich trägt, das ist das wahre Glück. Was hat der denn genommen? Südamerikaner, die stehen auf Kitsch. Wow. Eine Perlenkette. Ja, freust du dich? Doch. Doch, klar. Ja, mach um. Danke. Hey, hast du mir noch einen Cappuccino? Gerne. Du strahlst ja so. Hast du den Typ doch angerufen? Nein, ich habe auch so gewusst, was richtig ist. Aha. Mir ist klar geworden, dass ich Andi noch liebe und mit ihm zusammen sein will. Also haben wir uns ausgesprochen und versöhnt. Das freut mich. Mit oder ohne Heirat? Ohne. Andi hat verstanden, dass ich noch Zeit brauche. Aha. Was ist mit dem Typ, der dir den Kopf verdreht hat? Ja, was soll sein? Eigentlich muss ich ihm doch dankbar sein, oder? Ich meine, durch ihn habe ich gemerkt, dass das mit Andi und mir doch noch nicht so ganz in Ordnung war. Was es jetzt aber ist. Ja, wir arbeiten dran. Außerdem hast du bestimmt recht, der Typ muss ja ein Arschloch sein. Arschloch oder Stock-Hetero, irgendeinen Haken haben die Typen doch immer. Ey, du musst aber auch mal aufhören, an deinen Arzt zu denken. Ich werde es versuchen. Ich nehme mir jetzt einfach ein Beispiel an meiner heißen Schwester. Haben Sie dem Pfarrer Bescheid gegeben, Justus? Natürlich. Ich werde sogleich nachsehen, ob der Fahrer schon da ist, Gräfin. Sie erwarten hoffentlich nicht, dass ich Sie mitnehme.
Keine Sorge. Wenn ich vorhätte, auf diesen Kindergeburtstag zu gehen, dann würde ich mir ein Taxi nehmen. Ah, mit anderen Worten, Sie haben gar keine Einladung. Wenn ich Wert darauf legen würde, dann hätte Ansgar mich natürlich als seine Begleitung mitgenommen. Ja, natürlich. Kim und ich können es nicht besonders gut leiden. Ah, verstehe. Und jetzt schiebt Ansgar Sie ab, damit er keinen Stress mit seiner kleinen Prinzessin kriegt? Im Gegenteil. Ich habe ihm selbst gesagt, er soll ohne mich gehen. Das wird ihn gefreut haben. Lassen Sie mich raten, er hat erst so halbherzig versucht, Sie zu überreden und dann fand er es doch ganz gut so. Sie irren sich. Ich habe ihn sogar überredet, sich mit Kim zu versöhnen. Ja, das scheinen Sie zu glauben. Was wollen Sie damit andeuten? Ansgar ist sehr gut darin, Menschen zu manipulieren. Ich vermute, er hat Ihnen vorgespielt, wie sehr er unter dem Zerwürfnis mit seiner Tochter leidet. Blödes Gefühl, wenn man merkt, dass man für dumm verkauft worden ist, oder? Sie sollten wirklich nicht immer von sich ausgehen. Ich hatte Sie cleverer in Erinnerung. Tja, aber so ist es, wenn man einsam und liebesbedürftig ist. Man wird leicht zur Beute. Warum meldest du dich nicht mal bei einer Partnerbörse an? So verzweifelt bin ich auch noch nicht. Warte, du hast dich in einen verheirateten Mann verliebt. Wie verzweifelt kann man sein? Ja, keine Ahnung, was da schiefgelaufen ist. Ich hätte wetten können, dass er schwul ist. Also doch Partnerbörse. Also erstens bin ich noch nicht mal ein halbes Jahr geschieden. Zweitens bin ich sehr gerne Single. Oh. Ja, ich kann jetzt nämlich theoretisch machen, was ich will. Ich könnte 1 Kilo Knoblauchbutter essen, wenn ich möchte, mich hier nackt hinsetzen. Das sind Aussichten. Ja. Auf jeden Fall. Oh, guck mal, das ist doch typisch Cabrio-Fahrer, oder? Ey, hier ist 30, du Arschloch! Das ist ja... Wer? Mein Doc? Quatsch, das ist doch mein Typ vom Briefkasten. Bist du sicher? Ja, und du? Total. Das heißt ja dann, wir haben die ganze Zeit... Über den gleichen Typ geredet. Das Geschenk vom Latino-Boy war wohl ein Griff ins Klo. Also Perlen schenkt man einer Frau, wenn überhaupt, erst ab 40. Also wie gesagt, die Perlen sind der Hammer. Du ziehst die ganze Zeit ein Gesicht, als hättest du auf eine Zitrone gebissen. Ja, na, oh, ich will einfach nicht, dass du mir so teure Sachen schenkst. So teuer war das gar nicht. Schatz, wenn sie dir nicht gefällt, dann sag einfach nur Bescheid und wir tauschen sie um. Es ist einfach nur... Perlen sind einfach nicht so mein Ding. Vielleicht später mal. Meine Damen und Herren, ich würde ganz gerne eine kleine Ansprache zu Kims Ehrentag halten. Komm her. Was soll das denn werden? Will er jetzt einen Orden verleihen, nur weil sie 21 geworden ist? Kommst du? Ich muss zu Ansgar. Ich wollte Ihnen noch schnell mein Geschenk überreichen, bevor das in dem ganzen Trubel hier untergeht. Okay. Vielleicht... Dankeschön. Oh mein Gott. Ist es eine Flaubert-Epiro? Von 1974. Oh mein Gott, ich liebe Vintage. Oh, dann habe ich wohl einen Zufallstreffer gelandet. Wow. Die Tasche ist der Hammer. Danke. Sehr gern. Was glaubst du, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns beide in denselben Typen vergucken? Ja, in Düsseldorf, da leben ungefähr 600.000 Leute. Die Hälfte davon wird männlich sein. Müssen wir nur noch rausfinden, wie viele um die 40 sind. So genau wollte ich es jetzt nicht wissen. Sie ist einfach so, das beweist nur, dass wir Geschwister sind. Wir haben das gleiche Beuteschema. Oh, dann stehst du jetzt auch auf Andi, ja? Danke, der gehört dir ganz allein. Naja, jetzt weiß ich wenigstens, dass mein Doc noch einen schicken Sportwagen fährt. Ah, das habe ich dir noch gar nicht erzählt. Diese Familienkutsche, die war nur ausgeliehen von einem Freund. Wie, dann hat er vielleicht gar keine Kinder? Zumindest nicht im Kleinkindalter. Ist er ja vielleicht auch nicht. Nicht hetero. Na los, find's schon raus. Du musst doch bestimmt mit deinem Ausschlag noch mal in die Notaufnahme, oder?
Nein, der weiß, wo ich arbeite. Wenn er mich finden will, findet er mich. Willst du denn was ausmachen? Quatsch. Ich hab doch Andi. Mit 21 habe ich von meinem Vater meine erste Cohiba bekommen. Da mir natürlich die Gesundheit meiner Tochter hier am Herzen liegt, habe ich mich für etwas Dauerhafteres entschieden. Der Ladensteinfüller? Der Ladensteinfüller, den bekommt jedes Familienmitglied mit 21. Mit deinen Insignien, also pass schon auf ihn auf und lies dir immer genau durch, was du unterschreibst. Aber keine Sorge, das war noch nicht alles. Dein neuer fahrbarer Untersatz wartet in der Tiefgarage auf dich. Oh mein Gott! Du weißt ja noch gar nicht, was es für ein Auto ist. Geschmack, es kann nur ein guter Schlitten sein. Also du kannst zumindest offen fahren. Ein Cabrio! Und sobald die Party vorbei ist, machen wir die erste Runde, okay? Ja. Entschuldige. Das ist Alexa, ich muss gerade mal antworten. Ich habe übrigens noch mal über deine Idee mit dem Heiraten nachgedacht. Was, das war nicht ernst gemeint. Und trotzdem, ich fand die Idee ganz gut. Vielleicht heirate ich sie, lass sie für unmündig erklären und schnapp mir das gesamte Vermögen. Du willst sie wirklich heiraten? Liebes Töchterchen, was tut man nicht alles für ein paar Milliarden? Wollen Sie mich eigentlich verarschen? Diese Tasche war mein Geschenk. Offensichtlich nicht. Sonst hätten Sie sich ja nicht umentschieden zugunsten dieser überaus geschmackvollen Perlenkette. Ich schätze, die hat Sie gut und gern 500 € gekostet. Ne? Wissen Sie, ich hätte nicht geglaubt, dass Sie sich so leicht verunsichern lassen und die Tasche noch vor meiner Nase wegwerfen. Was sind Sie eigentlich für ein Arschloch? Machen hier einen auf Mann von Welt und sind sich nicht zu schade, Müll zu wühlen, um mein Geschenk zu zocken. Und der Zweck heiligt die Mitte. Ich habe mich darauf verlassen, dass Sie Kims Geschmack gut kennen, womit ich auch recht hatte. Nur Sie selbst haben Ihrem Gefühl offenbar nicht vertraut. Sie mögen vielleicht wegen mir das bessere Geschenk haben. Aber das wird Ihnen nichts nützen. Sie werden niemals bei Kim landen. Nun, das werden wir ja sehen. Bitte was? Bitte was? Gott, du bist ja noch naiver, als ich geglaubt habe. Kriegst du nicht mit, wie Kim mich anhimmelt? Sie ist so kurz davor, mit mir ins Bett zu gehen. Am besten ist, du findest dich damit ab. Ich krieg immer, was ich will. Und ich will Kim.